Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Wundert euch nicht, dass ihr eine Leinwand seht, die ich schon einmal verwendet habe. Die ist tatsächlich im Rahmen eines Livestreams entstanden. Dort habe ich eine artverwandte Technik der Rakeltechnik ausprobiert. Und bei mir gibt es eine Bilderserie, die nennt sich die Upcycling-Serie. Und bei dieser Upcycling-Serie verwende ich grundsätzlich Leinwände, die ich schon einmal bemalt habe und versehe sie mit einem neuen Farbauftrag. Das mache ich immer dann, wenn ich so der Meinung bin, das Bild ist es jetzt nicht, ich würde gerne etwas anderes machen. Da ich dieses Mal vorhatte, wieder etwas in der Rakeltechnik zu arbeiten, war es genau die richtige Leinwand dafür. Die Ursprungsleinwand war ja sehr farbig gehalten und deshalb beginne ich zunächst mit einer ruhigen Farbe, das ist das Phthalo-Grün. Es ist eine dunkle Farbe, auf der ich dann eben wieder aufbauen kann. Also ich nehme mit dieser grünen Farbe zunächst die gesamte Farbigkeit aus dem Bild und ihr könnt sehen, wie nach der ersten Farbschicht trotzdem noch eine ganze Menge von dem bunten Hintergrund durchschimmert. Auf dem Hintergrund war auch die Metallic-Farbe Kupfer vertreten und ich kann euch jetzt schon verraten, dass am Ende des Malprozesses tatsächlich immer noch Stellen mit Kupfer hindurchschimmern. Inzwischen verwende ich für die zweite Rakelschicht ebenfalls eine neutrale Farbe und das ist das Graublau. Und wenn ich dann diesen Untergrund ein bisschen neutralisiert habe, kann ich mein Bild dann darauf aufbauen. Dieses Mal arbeite ich nicht sofort mit den Reflex- oder mit den Perlfarben, wie ich das in den letzten Rakel-Videos gemacht habe, sondern ich fange dann als dritte Farbschicht an mit einem hellen Goldton, um ein bisschen Metallic-Glanz wieder auf die Leinwand zu bringen. Ich habe bislang bei diesen 3 Farbschichten bewusst darauf verzichtet, zwischendurch zu föhnen. Das heißt also, im Moment wird nass in nass gearbeitet und das kann man auch jetzt ganz gut sehen, wenn ich diese Metallic-Farbe auftrage, dass sich die Farben vermischen, dadurch, dass ich das Rakelwerkzeug relativ flach über meine Leinwand ziehe. Das dient mir alles zur Vorbereitung für etwas, was ich heute tun werde. Bislang habe ich die Rakelbilder immer Schicht für Schicht aufgebaut und heute werde ich mit meinem langen Rakelwerkzeug auf jeden Fall die obersten Schichten ein bisschen zerstören. Als ich das Werkzeug in die Hand genommen habe, um dann tatsächlich die oberste Schicht stückchenweise abzunehmen, habe ich durchgeatmet und auch ein bisschen Kraft aufgewendet, damit das auch wirklich funktioniert. Und diese bewusste Zerstörung einer Schicht, die schon sehr schön im Aufbau war, erforderte von mir echt Mut und auch einen gewissen Kraftaufwand, damit das auch tatsächlich funktioniert, was ich davor habe. Als nächste Schicht trage ich die halbtransparente Farbe Permanentrot Purpur auf. Die bildet wiederum einen schönen Kontrast zu der freigelegten dunklen grünen Farbe. Zusammen mit dem goldenen Schimmer erinnert mich das gerade doch stark an Weihnachten. Aber ihr kennt mich, das wird sich gleich mit der nächsten Schicht schon wieder ändern. Wenn ihr jetzt diesen Farbauftrag seht, könntet ihr im ersten Augenblick denken, dass es hier eine Perlfarbe ist, zum Beispiel das Perlrot, aber ich habe mich hier bewusst für die deckende Farbe Titan Buff Hell entschieden und diese roten Streifen und Schlieren, die jetzt auftreten, liegen einfach daran, dass das Permanentrot Purpur, was ja darunter sich befindet, zusammen mit dem Titan Buff Hell gemischt wird. Bei diesem Bild, was ich jetzt male, ist das wie bei meinen anderen Bildern auch.
Das Ergebnis wird am Ende des malerischen Prozesses sein und ich habe meistens keine inhaltlichen Vorgaben. Hier hatte ich jetzt für mich die Aufgabe gewählt, ich zerstöre zwischendrin die obersten Schichten. Eventuell halte ich mich noch an bestimmte Farben, aber alles andere ändert sich während des Malprozesses. Nachdem ich ja jetzt mit vielen beruhigenden Farben gearbeitet habe, kommt jetzt oberhalb der Titan-Buff-Hellschicht endlich wieder eine knallige Reflexfarbe zum Einsatz. Und die mischt sich auch ganz wunderbar mit den darunterliegenden Schichten. Das heißt, mit dem Grün zusammen ergibt es schöne Schattierungen in den Grüntönen und mit dem Permanentrot Purpur habe ich dann auch leichte Orange-, Rosé- und Rosatöne. Nachdem das Bild inzwischen wieder wunderbar harmonisch und stimmig aussieht, ist es auf jeden Fall Zeit, das große Rakelwerkzeug wieder herauszuholen und wieder Fehlstellen in die oberste Schicht zu kratzen. Dann lege ich auch nochmal in der Mitte nach und rakel das dort etwas breiter, weil vorher die gelbe Reflexfarbe dort stehen geblieben ist. Und jetzt kann man auch wieder auf die graublaue Schicht und auf die grüne Schicht herunter gucken. Wenn ich jetzt die nächste Farbschicht, die Metallic-Farbe Graphit, auftrage und über die zerstörten Strukturen gehe, dann seht ihr, dass diese auch für den Moment erstmal erhalten bleiben. Sie sind zwar nicht mehr so farbig wie vorher, aber an diesen Kanten, die ich mit dem Rakelwerkzeug gezogen habe, verhaftet die Farbe nicht. Was hier sehr schön zu sehen ist, dass die Metallic-Farbe Graphit transluzent ist. Zu den transluzenten Farben gehört auch die nächste Schicht, die ich in grün-blau mache. Und wenn ich damit fertig bin, dann kann man Folgendes sehen. Ich habe ein Gelb auf meiner Leinwand, ich habe ein Rot auf meiner Leinwand, ein Blau und wenn man möchte, dann könnte man das Graphit ansehen, als hätte ich hier eine Kontrastfarbe. Ich habe also im Grunde genommen Grundfarben auf meiner Leinwand. Ich gebe zu, so ganz ohne Perlfarbe komme ich dann ja doch nicht aus. In diesem Fall habe ich mich für die Perlfarbe in Blau entschieden, da der Tonwert meiner Farbschichten auf der Leinwand doch recht dunkel geworden ist und ich mit der transluzenten Perlfarbe Blau das Ganze wieder etwas heller gestalten kann. Und diese changiert zusammen mit dem Grün-Blau dann in einer Range zwischen Weiß, Grün, Blau, also wunderbaren, herrlichen, frischen Farben. Nachdem ich die Perlfarbe in Blau aufgetragen habe, hat sich in dieses Bild schon wieder die Harmonie eingeschlichen, weil meine Aufgabe ist, dieses Bild eben zu entrakeln, greife ich wieder zu dem Rakelwerkzeug und kratze, wie schon zuvor, wieder ein paar Stellen aus der Oberfläche heraus. Auch hier kann ich wieder auf die tieferen Schichten blicken und ich finde es sehr schön zu sehen, dass dieses dunkle Grün immer noch zu sehen ist, das, was ich am Anfang als erste Schicht aufgetragen habe. Aber ihr könnt jetzt gut sehen, wie Rillen in das Bild gekommen sind und das finde ich ist sehr, sehr schön. Da ich inzwischen mutiger mit dem Rakelwerkzeug geworden bin, kratze ich auch an dieser Stelle noch einmal mit diesem Werkzeug auf der Oberfläche herum und man sieht, dass die Farbe ja noch nass ist und dass sich das Rakelwerkzeug auch ein bisschen bewegen kann.
und dadurch andere Strukturen noch sichtbar machen kann. Also ich kann die Farbe nicht nur abkratzen, sondern an dieser Stelle versuche ich mit der Oberflächenfarbe weitere Strukturen in das Bild zu bekommen. Für die oberste Schicht des Bildes greife ich jetzt noch einmal zu einer Reflexfarbe. Und zwar habe ich mich für das Reflex Orange entschieden, weil ja das Perlblau und auch das Grünblau bereits auf diesem Bild sind und ich zu diesen beiden Farben eine Kontrastfarbe haben möchte. Und da passt das Orange eben sehr gut dazu. Dieses Orange trage ich allerdings nur noch akzentuiert auf und anschließend habe ich noch etwas andere Farbe auf meinem Rakelwerkzeug, was ich dann, nachdem ich das Reflex Orange aufgetragen habe, nicht mehr gesäubert habe. Und dort kommen jetzt diese helleren Stellen, die auf dieses Reflex Orange aufgebracht werden, her. Zum Abschluss kommt nochmal das große Rakelwerkzeug zum Einsatz. Und inzwischen macht es auch sehr viel Freude, einfach dieses neue Werkzeug auszuprobieren. Und deshalb lasse ich nochmal alles, was ich vorher gemacht habe, so ein bisschen in die oberste Schicht einfließen. Und zum Abschluss greife ich dann auch nochmal beherzt mit beiden Händen an das Werkzeug und rakel nochmal eine schöne Spur in die oberste Schicht. Zum Abschluss kommen hier ein paar Detailaufnahmen von dem gerakelten Bild. Hier kann man sehr schön sehen, wie die einzelnen Strukturen entstanden sind. Man sieht, wie tief teilweise das Rakelwerkzeug in die Oberfläche eingegriffen hat. Man kann einzelne Schichten erkennen und zwischendurch blitzt tatsächlich nochmal eine Stelle mit Kupfer auf. Man kann an manchen Stellen wirklich den Hintergrund sehen. Ich finde, das Bild mit seinen Störungen ist wirklich wunderbar gelungen und ich kann mir vorstellen, dass ich dieses Rakelwerkzeug auch demnächst nochmal einsetzen werde. Teilweise sieht es so aus, als hätte man 3D-Strukturen erschaffen. Und jetzt folgen noch ein paar Bilder im getrockneten Zustand des Bildes. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr über ein Like von dir. Du darfst gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren. Und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Hab noch einen schönen Tag.